Noisy, Rapper, Schauspieler, Vorbild der KMN Gang. Er stammt aus Albanien, wuchs in London auf und ist als Rapper längst auch in Deutschland eine Größe, die zumindest als Feature-Gast vielen Rap-Fans ein Begriff sein sollte. Denn unter anderem mit Jizzes und Raf Camora konnte er hierzulande krasse Charterfolge erzielen und bekam für Nummer 1 mit Suna und AZ sogar eine goldene und Platin-Schallplatte verliehen. Auf YouTube erzielt er regelmäßig Klicks in zweistelliger Millionenhöhe und auf Spotify hören über 1 Million Menschen seine Lieder pro Monat. Unter kundigen deutschen und albanischen Rappern gilt er als absoluter Afro-Trap-Pionier und Vorreiter des Party-Raps. Und um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, lohnt es sich einmal, einen Blick zurückzuwerfen. Also wo kommt er her, was treibt ihn an und wie ist er zu dem geworden, der er heute ist? All das erfährst du hier bei Ride. Noisy bzw. Rigels Bashkim Raiku, so heißt er mit bürgerlichem Namen, wurde am 27. September 1986 in Sukti bei Durres geboren. Als Sohn eines muslimischen Vaters und einer katholischen Mutter erlebte er in seiner Familie früh den kulturellen Schmelztiegel, für den Albanien bekannt ist. So sind seine Mutter und er bis heute christlich, während sein Vater und seine Schwester muslimischen Glaubens sind. Und so lebte er mit seiner Familie trotz der religiösen Differenzen eine echte Familienidylle. Zumindest vorerst, denn im März 1997 brach wegen wirtschaftlicher Betrügereien nach dem Fall des Kommunismus der sogenannte Lotterieaufstand aus, der in einem ausgewachsenen Bürgerkrieg endete. Da viele Menschen in diesem Klima keine Zukunft für sich oder ihre Familie sahen, wurde dadurch eine weitere große albanische Migrationswelle ausgelöst, bei der in etwa 70.000 Albaner das Land verließen. So auch Noisy und seine Familie. Im Oktober 1997, nur wenige Monate nach Ausbruch der Aufstände, beschlossen seine Eltern, ihre Sachen zu packen und illegal nach Großbritannien einzureisen, um dort die Kriege hinter sich zu lassen. In Woolwich im Südosten von London schlugen sie ihr Zelt auf und fanden schließlich ein neues Zuhause. Leider war und ist Woolwich ganz und gar kein sicheres Viertel. Einbrüche, Drogendelikte und Verbrechen mit Schuss- und Stichwaffen sind hier seit jeher an der Tagesordnung. Und obwohl die Eltern von Noisy auf der Suche nach einem besseren Leben für ihre Kinder aus Albanien auswanderten, ist Noisy in England bereits in frühen Jahren mit Gewalt und Kriminalität in Kontakt gekommen. Aus dieser Situation heraus gründete Noisy seine eigene Kämpfergruppe namens OTR, On Top of the Rest, die übrigens bis heute existiert. In London kam er aber auch zum ersten Mal mit Hip-Hop in Berührung und begann unter anderem, inspiriert durch britische Grime-Künstler, erstmals eigene Texte zu schreiben. Inspiriert von seiner turbulenten Vergangenheit in Albanien und England entwickelte er sich zu einem absoluten Kämpferherz und war motiviert, beruflich und familiär erfolgreich zu sein. Während seiner Zeit in London entwickelte er außerdem eine Leidenschaft für die Teilnahme an Streetfights, wo der kämpferische Rapper auch sehr gut abschnitt. Zu seiner aktiven Zeit wurde er sogar mit respektablen 15 Siegen in 15 Kämpfen zum London Champion erklärt. Noisy debütierte am 20. Dezember 2004 in der Musikindustrie, als er mit dem Song On Top of the Rest bei einem von dem albanischen Fernsehsender Top Channel veranstalteten Musikwettbewerb auftrat. In den Folgejahren entwickelte sich seine Gang OTR immer weiter weg vom Kampf und hin zur Musik, sodass sie heute schon fast als eigenes Label gilt. 2007 ist auch seine Tochter Leandra auf die Welt gekommen, das genaue Datum ist hier allerdings unbekannt, da er versucht, sie bestmöglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Noisy sieht sie allerdings nur selten, da sie bei ihrer getrennt lebenden Mutter in London wohnt, während er mittlerweile wieder in Albanien ist. 2008 unterzeichnete Noisy dann einen Vertrag mit Zigzag Records, mit dem Superhits wie OTR Misemer realisiert werden sollten. Noisys erstes Album Pak Me Ndrishe, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, hat fast ein ganzes Jahr gedauert, um auf sehr professionelle Weise realisiert zu werden. Aufgenommen und gemastert von dem englischen Ingenieur Tom on the Mix und Noisy selbst war es ein echter Erfolg. 2010 veröffentlichte er das größtenteils englischsprachige Album Most Wanted Mixtape, das einen sehr klassischen West Coast Sound hinlegt. Im selben Jahr nahm Noisy mit dem Song What's Up am Top-Fest teil und gewann dort den Internet Award.
Zu dieser Zeit überlegte er auch, vielleicht nach Amerika umzuziehen, um sich dort auf dem Musikmarkt zu beweisen. Dazu kam es allerdings nicht, da er lieber in der Nähe zu seiner Familie bleiben wollte, und das ist schon durchaus verständlich. Etwa um das Jahr 2013 herum begann er mit seinem Sound etwas mehr zu experimentieren und rappte bei Songs wie Guns Up erstmals auf elektronischere, tanzbare Beats. Anschließend etablierte er mit Late Night langsam aber sicher jenen afro-trappigen Sound, der ihn wenig später zu AZs großem Vorbild werden lässt. Allgemein scheint er sehr offen für neue Sounds zu sein und rappte beispielsweise auf dem Song Ganja auf einen klassischen Reggae-Beat. Am 15. Juni 2016 veröffentlichte Noisy dann mit der Sängerin Enza das Reggaeton-inspirierte Partylied Bow Down, was mit seinen tanzbaren Rhythmen bislang mehr als 130 Millionen YouTube-Aufrufe erreicht hat. Die Sängerin war zu dem Zeitpunkt übrigens auch ein Teil seiner Gang, verließ sie aber schon wenig später. Das Lied selbst erlangte internationale Aufmerksamkeit und wurde in vielen Ländern wie der Türkei, Spanien, Schweden und Deutschland gehört. In dem Jahr veröffentlichte er aber auch noch eine weitere Hitsingle. Das Midis Tirone getaufte Lied fährt einen härteren Style auf einem modernen Straßenrap-Beat und erreichte 1 Million Views am ersten Tag und hat bis heute über 35 Millionen Aufrufe angesammelt. Noisy gründete ein Jahr später, im Jahr 2017, auch eine Bekleidungsmarke unter dem Namen Illyrian Bloodline mit Geschäften in Durrës, Pristina und Prizren. Im selben Jahr war er das erste Mal als Feature-Gast auf einem deutschen Lied zu hören. Das Lied Nummer 1 mit Suna und AZ von der KMN Gang erreichte bislang 71 Millionen Aufrufe und war insbesondere für AZ ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, da er Noisy seit jeher als sein großes Vorbild betrachtete. In der Zeit danach folgten immer mehr Tracks mit deutschen Künstlern, die ihn auch hierzulande immer bekannter machten. Darunter waren Lieder wie Toto mit Raf Camora, das wiederum ihn in Albanien bekannter machte und in Österreich und der Schweiz Gold holte. Danach kam ein weiteres KMN-Feature und vor kurzem dann erst All Dem Talk mit Jesus, das innerhalb eines Monats bereits über 10 Millionen Aufrufe angesammelt hat. Im Juni 2020 kündigte Noisy dann an, nach England zurückkehren zu wollen, um dort, wie er sagt, daran weiterzuarbeiten, was er aufgegeben hat. Vermutlich meint er damit einerseits seine englischsprachige Karriere und andererseits vielmehr seine Ex-Freundin und vor allem seine Tochter. Da bleibt doch zu hoffen, dass sein Privatleben sich ähnlich positiv entwickelt wie sein beruflicher Erfolg. Und damit wären wir dann auch am Ende angekommen. Wie fandst du denn diese Folge? Habe ich dich zumindest etwas überraschen können? Und zu welchem Rapper würdest du gern mal so ein Video sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da. Wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus. Und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, dann läute die Glocke. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Das war's soweit von mir. Weiter geht's nächsten Dienstag 16 Uhr. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Gute Reise. Wir sehen uns.